Bevor ihr nun weiterschaut, möchte ich euch zu diesem Video einladen, euch zurückzulehnen und meiner Stimme zu lauschen. Ja, dieses kleine Tierchen hier, mein Darstellungs-LPS habe ich es immer genannt. Es ist eine wundervolle Art gewesen, mit euch zu kommunizieren. Doch es ist nicht mehr das Medium, aus dem ich in Zukunft sprechen werde. Ja, diese Stimme hat auch ein Gesicht. Ihr alle habt ein wundervolles Gesicht. Danke, dass ihr mich nicht aufgegeben habt. Mein wahres Gesicht bleibt trotzdem erstmal noch bedeckt und ich habe einen Weg gefunden, mich auf eine sehr neuwertige und andersartige Weise auszudrücken. Ich denke, es passt sehr gut zu der Sprachnotiz, die ich vor ein paar Wochen aufgenommen habe. Und ich sage euch, ich habe sie in einem One-Take gesprochen, auch wenn ich dann dadurch die kleinen Sprachfehler nicht überdecken konnte oder rausschneiden konnte, wollte ich es dennoch genauso hochladen, unverändert, ehrlich. Denn die Power und die Energie, die ich in diesem Moment spürte, als ich die Worte in mein Handy sprach, waren einfach der Wahnsinn, Leute. Ich habe das Gefühl gehabt, es war ein Ruf von ganz tief in mir. Ich muss jetzt endlich diesen Schritt wagen. Und keiner von uns ist perfekt. Und ich denke, das ist eine kleine Erinnerung daran, sich was Neues zu trauen. In dem Wissen, dass man für kleine Fehlerchen nicht verurteilt wird, wenn man dabei authentisch seine innere Wahrheit spricht. Keine Macht der Angst mehr. Ich möchte einfach ehrlich mit euch sein. Danke. Hallo meine Lieben. Lang ist's her. Ich sehe euch und ich weiß, dass ihr immer da wart. Nie wirklich weg, aber doch irgendwie ging das Leben weiter. Und ich kann nicht anders, als dieses Video komplett emotional werden zu lassen, und ich werde womöglich auch, je mehr ich spreche, umso mehr sentimentaler. Ich möchte euch jetzt einfach erstmal sagen, wie lang ich mir selbst im Weg stand. Wieder ein Video hochzuladen bedeutet für mich vieles. Und allem voran die Entwicklung, die ich mit mir selbst hatte und mit allem, was dazu gehört hat, jetzt da zu sein, wo ich jetzt bin. Jetzt wirklich den Mut dazu zu haben, endlich wieder in die große, weite Welt mein Herz zu öffnen. Also mit Welt meine ich in dem Fall die kleine, süße Welt, die ich mir mit euch aufgebaut habe. Als ich 10 Jahre alt war, habe ich diesen Kanal erstellt. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das mit mir gemacht hat damals. Ich habe wirklich, und da spreche ich aus reinster und ehrlichster Seele, gerade aus wirklich einem Impuls, der euch auch hier gerade irgendwo sagen möchte, ihr habt nichts als pure Authentizität von mir verdient. Und tatsächlich war ich in meinem Leben nach meinem YouTube-Channel, ja, es gab nichts Ehrlicheres für mich, als mit euch mein Hobby zu teilen, meine Liebe zum Erschaffen der Videos, meine Liebe zu sich gehört und gesehen zu fühlen, ja, weil ich sag euch jetzt ehrlich, meine Kindheit war geprägt durch Spaltung, also was Freundschaften anging, was
Schulzeit anging. Ich hatte keine leichte Schulzeit. Es war nie einfach, mich irgendwo gehört und gesehen zu fühlen. Also wirklich angekommen, wirklich akzeptiert von der kollektiven Masse, also von den Menschen, zu denen ich aufgesehen habe, wo es wirklich schwer war, Anerkennung von diesen Menschen zu bekommen. Und versteht mich nicht falsch, ich hatte meine besten Freunde, ja, aber das war nicht wirklich Freunde tatsächlich, wie ich irgendwann feststellen musste. Und um jetzt nicht zu sehr auszuholen, basically, Leute, ich habe mit euch eine Welt kreiert und jeder von euch, von meiner Smiley-starken Community, ach, dieses Wort, ich habe euch meine Smileys genannt, es ist so schön. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie dankbar ich bin für das Bedürfnis, es wahrgemacht zu haben, eine Welt zu schaffen, in der ich nicht nur euch was gegeben habe mit meinen Videos, sondern vor allem auch mir selber. Also das ist einfach ein Gefühl von immer Freiheit auch gewesen und einfach das zu machen, auf was ich Lust habe, ja. Und jeden einzelnen Kommentar von euch zu lesen, war für mich einfach, es hat für mich die Welt bedeutet, ja. Also es war auch für mich unfassbar wichtig, jedem von euch zu antworten. Und jetzt, Jahre später, wie ich teils von euch Kommentare bekommen habe mit, hey, du warst ein Vorbild für mich, ja, das bedeutet mir auch immens viel. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das mit meinem Herzen auch nachträglich gemacht hat, ja, also umso schwerer wurde das Gefühl in meiner Brust zu wissen, ich habe euch einfach so verlassen, in Anführungsstrichen. Irgendwo habe ich immer das Gefühl gehabt, innerlich, so dieses Gefühl von Schuld, oh Mann, ich habe euch im Stich gelassen irgendwie. Und letztlich, jetzt weiß ich, ich habe die Zeit gebraucht, um wirklich anzukommen in meinem Leben. Ich bin mittlerweile seit 2 Jahren jetzt ausgezogen und es hat sich viel verändert seitdem. Und ich würde sagen, ihr kennt es bestimmt selbst, was passiert. Ich meine, it's crazy. You guys are grown up now, like me. So, die meisten von euch waren ja auch, wie ich, sehr jung. Und ich meine, ich habe von 10 bis 17 Videos gemacht tatsächlich. Ja. Und natürlich wurde mein Content auch anders. Ich selbst habe mich ja auch verändert. Und irgendwann kam dann tatsächlich einfach Leben. Ja. Es war halt einfach dann mit der Schulzeit. Dann kam die Zeit, in der, also klar, mit der Schulzeit so, okay, man muss sein Abitur machen. Man muss halt schauen, dass man halt irgendwie sein Leben auf die Reihe kriegt, an seine Zukunft denkt und. Und mit mehr Verantwortung kommt halt auch irgendwo so dieses, okay, was mache ich mit meiner Zeit und wo fließt die hin? Und ich muss sagen, meine Freizeit habe ich tatsächlich einfach darin mich geöffnet und das für mich erfüllend gemacht, indem ich halt wirklich raus in die Welt bin, neue Leute kennengelernt habe, weil ich würde schon sagen, das wirklich auch mal feiern gehen und das wirklich Kommunikative mit Menschen, das hat mich halt auch irgendwo geheilt mitunter. Und ich meine, der Prozess des Heilens hört sowieso nie auf, meine Lieben. Ich werde auch, denke ich, jetzt in der Zukunft, keine Angst, Content hochladen, ja. Es kommt was. Es ist nicht so, als hätte ich das nicht vorgehabt, weil für mich ist das jetzt der Startschuss. Hey Leute, ich bin wieder da. I'm back. I'm back in the business. I'm back. I wouldn't say business, aber man sagt es ja so, nicht falsch verstehen. I'm back in the game of giving and receiving love, you know? Und naja, jetzt bin ich abgedriftet. Wo war ich? Ich muss kurz überlegen. Ja, genau. Jetzt kommt es mir wieder. Der Aha-Moment. Der Prozess des Heilen hört nie auf. Dieser Prozess ist immer ein Weg, den du anfängst zu gehen, wenn er anfängt, sage ich mal, wirklich Auswirkungen zu haben, dann nur, wenn man in Eigeninitiative geht und wirklich über seine Hemmschwelle geht und wirklich Grenzen irgendwo auch austestet und wirklich getting comfortable in getting uncomfortable, you know? Darum geht es, meine Lieben, wenn ihr das nicht eh schon wisst. Ich habe einen strong belief darin, dass meine starke Community
die ihr immer noch seid. Weil die Menschen, die es jetzt hier noch erreicht von euch, die sollen das jetzt auch gerade hören. Meiner Meinung nach, weil ich bin ein sehr starker Verfechter der Tatsache im Leben. Für mich ist es mittlerweile eine Tatsache, weil ich fest daran glaube, dass gewisse Energien erst dann anfangen, auf dich zu wirken und wirklich in die Wege geleitet werden, wenn du selber anfängst, den Weg zu gehen. Logischerweise, aber wenn du anfängst, wirklich dir deine Traumata anzuschauen, alles, was früher passiert ist, dann beginnst du wirklich die richtigen Dinge in dein Leben zu ziehen, in dein Feld. Und dann, ab dem Punkt wird alles einfacher. Deswegen sage ich euch hier und jetzt, meine Lieben, egal wie stark euer Schmerz ist, den ihr mitunter vielleicht habt, ja, wir alle haben es zu tragen. Unser ganz kleines oder großes oder nicht definierbares Päckchen voll Schmerz. Und dies gilt es in Heilung zu bringen. Und ab da wird alles einfacher, wenn man merkt, man integriert diese positiven Gewohnheiten, die, sag ich mal, dem Schmerz entgegenwirken sollen, in einem wohlwollenden Aspekt. Und dann geht es auch. Es geht besser, Leute. Egal, wo ihr gerade steht. Glaubt mir, just believe my words. It will get better. Because the light that you are carrying with you, it will never be away just because you don't feel it. It is always there. It just needs some time to rest sometimes. Take a deep breath. And believe that you are worth it. That you are worth the pain, that you are worth... I don't know why I'm speaking now in English, but I don't know. Maybe it just have to be now. It has to be. Okay. I'm getting sentimental again. Was ich jetzt noch zum Schluss sagen möchte. Ich meine, ich bin ja jetzt von dem einen Thema zum nächsten gesprungen, ja. Aber ja, die letzten Jahre, Leute, in denen ich kein Video hochgeladen habe, die waren wichtig für mich, um da jetzt zu sein, wo ich jetzt bin, ja. Und ich bin jetzt nun mal auch anders. Ich habe mich verändert. Entsprechend wird mein Content auch entsprechend anderer sein. Aber ich schätze, dass das passt, weil ihr seid auch groß geworden. Und die True Smileys meiner Community, die, denke ich, wird das, was ich jetzt auch in Zukunft hier hochladen werde, erreichen. Und es wäre mir eine Freude, eine große Ehre, weiterhin ein Teil eures Lebens zu sein, wenn ihr mich lässt. Ich bin euch dankbar für alles, was ihr mir gegeben habt. Für die Momente des Glücks, die ich auch mit mir selber kreiert habe. Und ich freue mich auf das, was kommt. Meine Kunst soll, das kann ich euch jetzt schon mal als kleinen Sneak Peek verraten, sie soll Emotionen in euch eventuell hervorrufen, um euch zu zeigen, wie viel ihr wert seid. Nicht nur, weil ich es euch sage und euch immer wieder daran erinnern möchte, sondern vor allem, weil ihr es durch das, was ihr sehen werdet, selber seht. Weil ihr euch daran erinnert, immer wieder, durch die Selbsterkenntnis tatsächlich, ja. Und das wird immer mein heiliger Gral sein, das in meiner Kunst zu verkörpern und rauszusenden. Jetzt sende ich euch erstmal noch eine riesige Umarmung, ein big, 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 big hug, lots of kisses. Danke, dass ihr immer noch hier seid. Die Person, der oder die das gerade hört. It was meant to be. That I was a part of your life as a child. Und es ist für mich als Betreuerin seit längerer Zeit für Kinder, als jemand, der in einem sozialen Feld arbeitet, nichts bedeutet mir mehr als ein
kleiner Wegweiser gewesen zu sein, ja. Und ich werde es weiterhin sein, meine Lieben. Und ich bin so froh, dass ich das mittlerweile erkennen darf. Also, peace out. Ich habe echt lange geredet. Don't forget to take care of you. Und wir sehen uns ganz bald. Ciao. Don't forget to smile.